Forschende hatten bislang keine vollständige Übersicht über die Geräte in ihrer eigenen Hochschule, geschweige denn die der anderen FCMH-Verbundpartner. Das Ausfindigmachen von Geräten außerhalb des eigenen Wirkungskreises war in der Regel umständlich, unkoordiniert und meist nicht umfassend. Also wir haben das früher eben auch gemacht. Wir wollten also in einem Projekt eDNA untersuchen oder machen das auch. Und habe ich hier versucht, in Marburg herauszufinden, wer das so in meinem Interesse machen könnte. Und das war stundenlange Arbeit, sich da durchzutelefonieren. Eine zentrale Forschungsinfrastruktur-Datenbank, wie FindMe sie bietet, hat sich bereits früh in der Geschichte des FCMH als sehr sinnvolle Maßnahme ergeben und wird jetzt endlich umgesetzt. Im FCMH haben wir uns vor etlichen Jahren auf den Weg gemacht, gemeinsam Forschungsinfrastruktur zu nutzen. Wir haben eine Datenbank aufgebaut, in der die Großgeräte katalogisiert sind, sodass Forschende gemeinsam große Geräte nutzen können, dadurch Kosten perspektivisch gesenkt werden können, auch Zusammenarbeit gestärkt werden kann. Ich denke, das ist ein Alleinstellungsmerkmal des FCMH. Also FindMe ist eine ganz großartige Idee. Eine durchsuchbare Plattform zu haben, an der ich genau sehen kann, an welcher Stelle welche Geräte wo vorhanden sind und wen ich anrufen muss, wenn ich diese Geräte nutzen möchte für meine eigene Forschung, ist eine unheimliche Arbeitserleichterung. FindMe befindet sich zwar noch in den Kinderschuhen, aber bereits in der Vorbereitung und Installation der Datenbank hat sich gezeigt, was den FCMH wirklich ausmacht, nämlich die Vorreiterposition darin, hochschultypübergreifende Kooperationen zu schaffen. Der Wert der hochschulübergreifenden Arbeit besteht darin, dass wir hier erstmals es möglich machen, die unglaubliche Breite der Forschungsinfrastruktur aller 3 Hochschulen sichtbar zu machen. Also Vorteil von FindMe, von so einer übergreifenden Datenbank, ist eben, dass wir uns, sage ich mal, auch kennenlernen, ne? Dass wir auch wissen, was hat in Gießen, was sind für Geräte verfügbar. Und so haben wir natürlich die Möglichkeit, viel mehr auch an Output, an Forschungsergebnissen, an Daten, aber auch an Gründungen zum Beispiel zu produzieren. Und dafür ist natürlich die Infrastrukturdatenbank der Groß- und Spezialgeräte der 3 Hochschulen sehr wertvoll. Ich verbringe einfach massig Zeit damit, die richtigen Geräte zu finden, die ich benutzen kann, um meine Forschungsfragen zu untersuchen und zu beantworten. Dann damit, was diese Geräte kosten, wo ich sie beschaffen kann, was für vergleichbare Geräte es gibt. Und dann zu wissen, dass es aber vielleicht 5 Kilometer weiter eine Arbeitsgruppe gibt, die mit ähnlichen Geräten schon viel Erfahrung hat, die mir natürlich ihre Geräte, wenn die Zeit es zulässt, ausleihen können, aber die mich auch beraten können, was es noch für andere Geräte gibt mit ihren Stärken und Schwächen, sodass ich diese ganze Arbeit nicht nochmal investieren muss. Das ist eine ganz großartige Idee und hilft uns sehr, sehr viel in der Zukunft. Im Projekt FindMe haben die Verbundpartner sich hohe Ziele gesteckt. Neben dem initialen Launch der Website geht es nun um die Aktualisierung und Vervollständigung der Dateneinträge und um die Anbindung der außeruniversitären Partner in der Region. Außerdem arbeiten wir momentan an der Erweiterung der Funktionalitäten der Website und eine verbesserte Nutzererfahrung. Wir freuen uns auf die Zukunft mit FindMe.